Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute am Parkplatz hinter Gschwend-Eigen. Ihr kennt es die meisten schon. Ich wiederhole heute eine Tour und zwar auf den Kampenwand Ostgipfel rauf. Ich möchte über die Hochplattenschaten gehen. Ich habe das Video schon mal gemacht, allerdings bin ich damit nicht ganz zufrieden. Das wiederhole ich heute und dann würde ich sagen, auf geht's. Wir starten am oberen Teil vom Parkplatz. Da kann man jetzt gleich links raufgehen. Ich gehe aber gerade beide am Bach entlang, weil ich halt einfach ungern auf der Straße laufe. Man merkt, dass es in letzter Zeit doch geregnet hat. Da kommt tatsächlich mehr Wasser von dem Bach runter. Schon fast selten. Es ist zwar jetzt mal im Lauftext bei mir angezeigt, dass man bei mir in Kapitel zu dem Teil vom Video springen kann, der einen interessiert. Die meisten kennen ja den Weg von euch schon da herunten und wollen vielleicht nur noch mal das Stückerl von der Hochplattenschaten und den Kampenwand Oststeig genau anschauen. Und darum schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein. Für alle, die von unten weiterschauen, ihr habt ja gesehen, wir sind da links raufgegangen und jetzt überqueren wir praktisch die Straße nur und gehen dann gleich wieder links in den Steig rein. Da herunten geht das meistens ganz gut. Da haben schon mal ein paar feuchte Steine dabei, aber das lässt sich meistens nur gut gehen. Wie erwartet ist da herunten doch ziemlich trocken und rutschig ist es da nicht mehr. Wir kommen schon wieder auf das nächste Stück als Straße rauf. Es riecht stark nach Harz durch die frisch geschnittenen Bäume. Es ist, glaube ich, wieder einiges an Windbruch dabei, wenn man sieht. Mit unseren Stürmen, ja, ein größeres Problem für die Bauern. Da geht es jetzt ein Stück auf der Straße auf. Und da oben, wo es so hell durchschaut, kann man links hinter gehen zur Weißenalm. Und man kann auch da hinten in den Rottauer oder Gederer Steig einsteigen und über den raufgehen. Ich gehe heute normal rauf. Der Steig war ja auch schon mal Thema. Werde ich, soweit ich Platz habe im Abspann, verlinken. Und mir geht es heute hauptsächlich über das Stückerl von der Storlingalm, über die Hochplattenschaten und von hinten auf den Kampenwand Ostgipfel rauf. Ja, wir sind natürlich nicht links Richtung Weißenalm weitergegangen, sondern rechts. Und da schaut der Steig heute ein bisschen feucht aus. Ich will aber trotzdem raufgehen, das ist meistens bloß das Stückerl da herum. Oberhalb, da kommt dann ein Stückel, das habe ich euch schon gezeigt, wie man da richtig schön einsinken und dreckig werden kann. Da werde ich das heute nicht so machen. Aber jetzt ist das alles noch in Ordnung. Wenn man in die Berge unterwegs ist, wird man auch schon mal ein Stückel auf die einigermaßen trockenen Stor raufbalancieren können. Und schon sind wir da. Die nächste Straßenüberquerung. Für mich heute nicht. Weil da schaut es jetzt gar nicht so schlimm aus, aber weiter oben geht es richtig dreckig zur Sache. Es hat praktisch gestern in der Früh noch geregnet und darum gehe ich da heute ganz sicher nicht rauf. Ja, da waren wir raufgekommen, wenn wir das dreckige Stückel gegangen waren. Wie gesagt, wenn es vor 2 Tagen geregnet hat, rate ich davon ab. Und die meisten von euch wissen ja, es gibt Touren von Rucksacktaxi, meine Listen mit den ganzen Bergtouren. Da gibt es auch Spalten, wo man das sehen kann, wie viele Tage man warten soll, bis man dann aufgeht. Weil es sonst einfach zu nass und zu rutschig ist. Und jetzt geht es dann nur noch im Steig weiter. Und dann kommen wir schon als nächstes Etappenziel zum Abbiegepunkt Richtung Schlechtenbergalm.
Gorialm und so weiter. Also mehr oder weniger in Skigebieten ein. Jetzt hätte ich es bald vergessen. Ich muss mich natürlich auch nochmal umdrehen und sagen, da gehen wir jetzt wieder zum Rottauer Steig rüber oder Gederer Steig, den ich eben in einem anderen Video schon mal ausführlich beschrieben habe. Wir könnten wieder rechts abbiegen, Richtung Schlechtenberg rüber, Gorialm und so weiter. Und ich gehe mit euch aber heute ja, wie schon angekündigt, über einen Rosssattel oder ich nenne ihn aber lieber einen Gederer Sattel, weil ich finde, er ist halt einmal vor der Gederer Wand. Dann hat man einen anderen Bezug dazu. Rosssättel gibt es überall. Da ist normal auch noch mehr ein Stein drin, wo oft eine Lawine abrutscht, wo der Schneelinger drin liegt. Aber die ist natürlich heute auch schon schneefrei, fast. Ein bisschen was liegt tatsächlich noch da. Ist auch der Grund, warum ich die Tour nicht am 1. Mai aufgenommen habe. Da war ich ja mit euch stattdessen auf der Hochplatten. Heute ist Freitag, ein freier Freitag. Und gleich kennt man den Unterschied, dass doch deutlich weniger Leute auf dem Weg sind. Wir kommen schon rauf. Jetzt geht es noch ein paar Serpentinen, die dafür deutlich trockener sein werden, bis zum Rosssattel weiter. Und da ist auch wieder wichtig, möchte ich wieder hinweisen auf das Weggebot, dass man eben nicht die Abkürzung, die vermeintliche Abkürzung rechts in dem kleinen Bachbett nimmt, sondern auf dem Weg bleibt und die Serpentinen ausgeht. Da war vor ein paar Jahren die Erosion schon deutlich schlimmer. Du hast so kleine, fast senkrechte Abkürzer. Manche Leute können es einfach nicht lassen. Das meine ich mit so dumme, überflüssige Abkürzer. Da geht es wirklich nur um 10 Meter und dann nochmal links herum 5 Meter und schon sind wir an derselben Stelle. Da frage ich mich oft, warum. Und dass da das Wasser natürlich schneller fließt und mehr Erden wegreißt, das muss eigentlich jedem klar sein. Ich weiß nicht, ob das beim All-Inklusiv-Angebot dabei ist, dass man den Kopf komplett ausschalten darf. Ich verstehe sowas ehrlich gesagt nicht. Gerade bin ich das letzte Mal über den Zaun gestiegen. Da können wir schon auf dem Rosssattel oder eben Gederer Sattel. Nach dem kurzen Ausblick bin ich natürlich da rechts weitergegangen, Richtung Kampenwand. Auf der Kampenwand druckt es raus aus dem Boden. Die Enzian, die Schusternagel und alle anderen bunten Blüten. Fürs Frühjahr sind es typisch aber die gleichen. Ich bin keiner, der sich besonders gut mit Pflanzen auskennt, aber es ist einfach schön, wenn so eine Wiesen bunt ist. Und da sehen wir schon auf zum Sultensattel und knapp drüber halb die Storlingalm mit der Marienkapelle, meine ich, heißt es auch. Und die Schneisen rauf gerade Richtung Kampenwand Ostgipfel. Ich gehe mit euch heute unterhalb links rüber, allerdings nicht
so weit unten wie die Leute, vielleicht sieht man es laufen, die knapp oberhalb von dem Schneefeld sind, die gingen ganz unten rum. Da gibt es noch einen Steig. Und wir gingen eben so ein bisschen her zur Hochplattenschatten auf. Und dann müssen wir ein bisschen über Stahlseil hinten runter zu dem eigentlichen Aufstieg, der auf der Ostseite Richtung Kampenwand drauf geht. Da links hinauf, ich weiß, der Abkürzer schaut verlockend aus. Man soll ihn aber einfach meiden. Ich persönlich verstehe es auch nicht ganz, warum man den nicht einfach leicht befestigt. Dann war es einigermaßen unter Kontrolle. Aber solange der abgesperrt ist, ist es mir persönlich wurscht, bevor die es missachten. Ich halte mir an den Weg. Der Panoramaweg ist heute auch schon wieder gut besucht. Da gehen halt die Leute rüber, die mit der Bahn raufgefahren sind. Und man sieht die Abkürzer vorher. In dem Fall muss ich sagen, war er schon interessant. Wenn man vielleicht mal ein bisschen befestigt. Aber irgendeinen Grund werden sie schon haben, warum sie es nicht machen. Und dann halte ich mich auch da ans Weggebot, auch wenn ich ein Stück über Pflaster gehen muss. Jetzt geht es ans Eingemachte. Die meisten steuern gleich geraden auf. Und das ist auch der einfachere Weg. Und wir werden jetzt gleich an der nächsten Beschilderung links abhauen und gehen dann eine ruhige Tour, die aber schwieriger ist. Man sieht schon, die Masse bewegt sich gerade auf und wir gehen links. Die zwei schauen sich auch gerade das Schüttel an, Richtung Hochplattenschatten weiter. Da sehen wir raus auf die Gitterer Wand und auf den Chiemsee. Und dann gehen wir da hinten weiter. Nicht nur sprichwörtlich, blendendes Wetter. Wir schauen über einen letzten Schneeresten auf und ich habe eigentlich schon gedacht, dass er komplett weg sein müsste, aber auf der Nordseite hält er sich doch ein ganz schön lang. Ich wollte den Weg unbedingt ohne Schnee zeigen, weil ich glaube, so helfen die meisten und mit Schnee sind doch nicht so viele Leute unterwegs. Wir sind wieder in der seilgesicherten, Traverse unterwegs, die da rüber geht. Ich kann euch sagen, ich brauche das Seil nicht, aber es ist gut, dass eins da ist, weil manchmal, wenn es ein bisschen rutschig ist, dann ist man froh, wenn man mit einer Hand hinlangen kann. Und man sieht schon, da geht es dann ein Stück als steiler runter. Da heißt es halt aufpassen und konzentriert bleiben. Dann ist sowas normal kein Problem. Außer wenn man nicht schwindelfrei ist. Dann sollte man es vielleicht ganz bleiben lassen, die Strecken. Das ist weiter oben auch nochmal eindeutig erforderlich. Der Weg, der jetzt gerade von links hinten raufgekommen ist, das zeige ich euch jetzt von oben. Da kommt man von der Hochplatten und von der Piesenhausener Alm rüber. Wir kommen schon runter, hinter dem Teil von der Hochplattenschatten und der Stahlseiltraversen und gingen auf die Stelle zu, wo wir rechts hinauf müssen, wenn wir zum Kampenwand Ostgipfel hinauf wollen. Da steht so geschrieben, aber fast kein Hinweis, wie schwierig das dann auf ist. Und auf das wollte ich heute genauer eingehen.
Da rauf braucht man schon ein paar Mal die Hände. Da habe ich jetzt noch kein Seil gespannt. Da können wir jetzt dann gleich auf. Das ist wieder so ein Weg in die Latschen herin. Komplett windgeschützt. Und an einem warmen Tag ist da herin richtig heiß. Darum, wenn man da rumgeht, sollte man vielleicht nicht zu spät gehen, sondern dann, wenn es noch ein bisschen kühler ist. Und trotzdem sehen wir alle wieder hinaus. Genau der richtige Tag heute. So gut wie heute war der Weg noch nie markiert. Ich gehe davon aus, es ist so ein Geländelauf. Die Traversen dann auf. Schaut von da aus schlimmer aus, wie es ist. Ich hoffe, dass ich heute eine bessere Aufnahme zusammenbringe wie beim letzten Mal. So, der kurze, teilweise fast senkrechte Aufstieg liegt damit hinter mir. Die steilen Stücke kann man natürlich ganz schlecht aufnehmen allein. Und auch wenn einer von oben runter filmt, dann schaut es komisch aus. Wir sind auf jeden Fall jetzt herum und sehen auf das höchste Gipfelkreuz, soweit ich weiß, fast im Alpenraum. Das letzte Stück als der Kampfwand muss man nicht darüber gehen. Aber wenn es so schön trocken ist, ist das gut möglich. Ansonsten geht da unten die einfachere Variante rüber. Wie gesagt, wenn es so schön trocken ist, kann man ganz gut da herumgehen. Dann wird man kaum ausrutschen.
Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.